Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema fallendes Gold-Silber-Ratio gleich steigende Goldaktien. Disclaimer. Die Stärke von Silber gegenüber Gold in den letzten Tagen lässt das Gold-Silber-Ratio um 6 Punkte auf 79 fallen. Entscheidend wird sein, ob Silber weiter stärker gegenüber Gold steigt und das Gold-Silber-Ratio die Marke von 78 durchbricht. Und mit diesem Trend niedrigen Niveaus von 67 und zum Ende der Saisonalität sogar von 50 zu erreichen. Diese fallenden Trends, die also nur dann stattfinden, wenn Silber prozentual schneller steigt als Gold, kommen demnach genauso selten vor wie die damit verbundenen Goldaktienrallyes. Es gibt keinen besseren Indikator für Goldaktienrallye als das Gold-Silber-Ratio. Ein fallendes, wie wir es jetzt erwarten, ist also gekoppelt an die Silberpreisrallye beziehungsweise Goldaktienrallye. Wenn Silber jetzt um 100% steigt und Gold nur um 20, dann erleben wir wieder eine Goldaktien, insbesondere eine Junior-Goldaktienrallye, die sich im aktuellen Fall sogar zu einer Jahrhundertrallye entwickeln kann. Ja, hier sehen Sie die Chartformation, Schulter, Kopf, Schulter, ist vermutlich kurz davor, jetzt durchzubrechen nach unten. Bedeutet einfach, dass Silber eben stärker steigt als Gold und bei den Gold- und Silberaktien im Wesentlichen die Silberanteile, die bislang kaum bewertet werden, werden mit einmal bewertet. Das führt zur Preisexplosion bei Goldaktien und die ziehen, also Gold- und Silberaktien, und die ziehen dann auch alle anderen äh, Goldaktien sozusagen mit sich. Das ist dann sozusagen ein Phänomen. Konnten wir schon mehrere Male beobachten. Immer wenn die Gold- und Silber-Ratio stark gefallen ist, kam es zu Goldaktien-Rallyes. Und wenn die eben niedrig war, war das auch immer gleich ein Verkaufszeichen. Das können wir uns jetzt mal auf der längerfristigen Sache hier nochmal anschauen. Also wenn die ganz hoch ist, wie das zum Beispiel in der Corona-Krise war, also da war natürlich jeder King, der Bargeld hatte, aber das kann man eben nicht erwarten, weil so ein Top kommt. Aber wer dann Bargeld hat und kann dann mal extrem billig nachkaufen, der hätte wahrscheinlich schon in dem Corona-Jahr riesige Vermögen machen können. Aber natürlich ist es so, man ist auch vorher investiert, wertet ab, ist natürlich in der Lage, die ein oder andere Gold- und Silberaktien nochmal nachzukaufen zu diesem Top. Und dann ist es wieder gefallen, aber nicht stark genug gefallen, ist dann wieder zurückgefedert zu Punkt 2 sozusagen. Das waren natürlich schmerzhafte Goldaktien, aber Sie sehen, die hohen Werte werden im Grunde genommen nicht erreicht. Es ist jetzt ein bisschen seitwärts gegangen. Und es ist eben einfach sehr wahrscheinlich, dass am Ende dieser Spike nach oben, dass wir den quasi einfach um die Symmetrie zu erhalten. Ich nehme mal an, das Ganze läuft am Ende symmetrisch. Am Ende kriegen wir auch noch einen Spike nach unten. Und das wäre dann natürlich ein Verkaufssignal für Goldaktien. Also wir erwarten jetzt mehr oder weniger, dass diese Gold-Silber-Ratio bis ungefähr 48, 50 fällt und dann kann es ein Zurückschnappen geben. Also das ist vermutlich Anfang 2024 ist das vielleicht irgendwann erreicht, der beste Zeitpunkt, um Goldaktien zu verkaufen. Denn wenn das zurückschnappt, verlieren natürlich die Goldaktien äh, an, an ihre Notierung sozusagen. Natürlich der ganz finale Ratio Spike sozusagen dieses Teil hier nach oben, das hier nach unten, berührt dann möglicherweise für eine Goldunze, gibt es dann sogar 15 Silberunzen, vielleicht sogar 10, vielleicht sogar einstellig für eine kurze Zeit. Aber das ist dann quasi eine andere Story. Im Wesentlichen, denke ich mal, läuft die Goldaktienrallye in diesem Zusammenhang, solange diese Gold-Silber-Rallye, Gold-Silber-Ratio auf 50 fällt, das ist der Rahmen der primären Goldaktienrallye meines Erachtens. Ja, hier ein Goldprojektgenerator mit Operationsgebieten in Ontario und Nevada. Also das Unternehmen hatte eben zwei Projekte. Einmal eben, wie gesagt, in Ontario, wo auch teilweise hochgradiges Gold gefunden worden ist. Und sie sind ganz in der Nähe von wirklich
sehr großen Golddeposits, wie zum Beispiel das von First Mining mit 4,9 Millionen Unzen Gold oder das von Evolution Mining mit 0,24 Millionen Unzen Gold oder Rainy River und New Gold 6,4 Millionen, 18,7 Millionen. Ja, das ist eine sehr interessante Gegend und da wurden auch eben auch gerade kürzlich extremst hohe Entdeckungen sozusagen gemacht. Sie sehen das hier, 240 Gramm pro Tonne Gold, Entdeckung auf 1 Meter und sage und schreibe 8,42 Gramm pro Tonne auf 73 Meter. Das sind wirklich enorme Ergebnisse und Sie sehen das irgendwo auch an diesem Chart, dass es hier stark nach oben geht. Also das ist sehr realistisch, dass das ein großer Gewinner sein könnte. Und im Grunde genommen wäre eigentlich die jüngste Korrektur, und Sie sehen, das Unternehmen hat das auch schon selbst wieder, der Chart hat das selbst wieder korrigiert. Im Grunde genommen wäre dieses super gewesen, diese Korrektur zu kaufen. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn ein Gold auf 2500 steigt, dass diese Aktie ein großer Gewinner ist. Ne? Natürlich, wenn man das hier sieht, natürlich wären eben hier vor 2020 Corona-Krise wäre da super gewesen oder eben auch diese Korrektur 2022. Und wenn man natürlich schafft, in solche Aktien billig reinzukommen, ist es natürlich ganz fantastisch. Nichtsdestoweniger, Goldaktien will überhaupt keiner haben. Das ist ganz extrem. Und trotzdem sieht man eigentlich schon die Energie, die hier bei einigen Goldaktien reinfließt, weil es eben extrem große Werte, gute Jurisdiction und auch in Nevada, auch da hochgradige Ergebnisse sehe ich gerade hier 72,23 Gramm pro Tonne. Also das ist schon ein interessantes Unternehmen. Das sollte man sich auf alle Fälle mal angucken. Wie gesagt, immer keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell ein paar Aussagen zum Goldpreis. Es ist eigentlich so, dass wir ähnlich der 1970er Jahre sind. Da gab es hier am Schluss der Goldaktien-Rallye nochmal eine heftige Korrektur, die vermutlich alle Leute nochmal aus Gold und Goldaktien rausgeschmissen haben. Und genau nach dieser Negativität kam es zum Primäranstieg. Äh, Innerhalb von einem Jahr stieg Gold von 200 Dollar auf 850 Dollar, hat sich vervierfacht. Das führte zu dieser noch nie dagewesenen Goldaktien-Rallye, wo man eben aus 15, 20 Cent, 10, 20, 30, 40 Dollar teilweise, wo Goldaktien stiegen so verrückt, aus 1000 Dollar konnte man 100, 200, 300.000 machen. Und wir denken, dass eigentlich Ähnliches jetzt vor uns ist. Das ist zum Beispiel, das ist eine ganz extreme Chance. Und ich nehme auch an, dass Gold- und Silberaktien viel niedriger bewertet sind, als es da jemals war. Weil man setzt hier schon die Kraft der Derivate und Manipulation ab, die es damals überhaupt gar nicht gab. Deswegen braucht es meines Erachtens auch nur wenige 100 Dollar bei Goldanstieg oder Silber vielleicht ungefähr eine Verdopplung, um die zu absolut extrem hohen Preisen kann es dann bei Gold- und Silberaktien führen. Das ist die Rallye, das ist ein relativ kurzes Event, dauert vielleicht etwas mehr als ein halbes Jahr, wenn es dann losgeht. Das war zum Beispiel auch 2016 so, aber so geht das. Das ist einfach nur sozusagen ein Zurückschnappen der extremen Manipulation nach unten. Und wenn man dann bei Gold- und Silberaktien nicht dabei ist es vorbei. Es ist keineswegs ein Langfristinvestment. Man kann nicht definieren, wann es losgeht. Das ist klar, muss sich vorher positionieren. Aber das muss man sich einfach bewusst sein, dass sowas unheimlich schnell gehen kann. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns sozusagen? Also, das sind doch hier die zwei Goldaktien-Rallyes der Vergangenheit, hier auf der rechten Seite 2016. Und es ist eben interessant zu sehen, dass Gold zum Beispiel nur um 30% gestiegen ist, 1050 Dollar auf 1360 Dollar, 30 sind 30%, während es aber gleichzeitige Goldaktien gibt und eine 10.000-fache gestiegen sind. Total irre. Das heißt 350 mal besser als Gold selbst. Das ist, wie gesagt, kein bewusst und das macht den Goldaktien in Goldrallyes so ungeheuer interessant. Also, oder auch anders ausgedrückt, hätte man damals eine Unze 2016 anfangs in diese Aktie investiert und ein halbes Jahr später verkauft, hätte man trotz des höheren Preises eine Unze 79 Unzen generieren können. So kann man das sehen. Man muss es vielleicht als das ein und dasselbe sehen. Es ist einfach eine Methode, in
in diesen Goldbullenmarkt, wenn Goldaktien extrem niedrig sind, einfach mehr Gold zum Beispiel zu generieren. So einfach könnte man das sehen. Oder eben auch hier 2020 war das eben auch total niedrig durch die Corona-Krise und danach steht diese Aktie um das 20-fache. Also 2000%, wenn Gold irgendwie um 20, 30% ist, also fast auch 100-mal besser. Ja, einfach eine unglaubliche Chance und das sollte sich jetzt meines Erachtens wiederholen. Ja, Goldaktien sind immer noch extrem unterbewertet. Auf der rechten Seite die Goldaktienratio und Sie sehen, 1996 fallen die Goldaktien gegenüber Gold. Nur ein paar Bärenmarkt-Rallyes gab es hier, wie die eben hier von 2009 bis 2011. Aber dafür ist jetzt der Boden gefunden. Wenn die nächste Rallye kommt, so wie die Statisten das glauben, gibt es einen überstarken Primäranstieg. Und das ist eine ganz, ganz große Chance. Da können eben viele Penny-Gold-Aktien im Dollarbereich oder mehr gehen. Auf der linken Seite sehen wir auch nochmal, dass die Junior-Aktien gegenüber den Senior-Aktien extremst unterbewertet sind. Und aber ab und zu gleichen die sich auch wieder aus, schnappen die Junior-Aktien hoch. Und wenn das kommt, ist das auch nur ein Riesenpush für die Junior-Gold-Aktien. Also deswegen Junior-Gold-Aktien bzw. Silberaktien sind eben doppelt unterbewertet im Vergleich zu den Senior-Aktien wie Barrick und sonst was. Deswegen sind wir auch in diesem Sektor. Ja, wie hätte man 1970 optimal investiert? Einfach diese Pennygold-Aktien kaufen, beobachten, weiterkaufen, sich nicht rausschmeißen lassen von den Rückgängen, wie ich Ihnen das anfangs gezeigt habe. Irgendwann kommt dann diese halbjährige oder mehr Goldaktien-Rallye. In dem Fall war es damals 1979. Das muss ganz extrem gewesen sein. Und wenn dann diese enorme Euphorie, was Goldaktien betrifft und Gold eintrifft, wissen wir, dass wir früher oder später verkaufen sollten. Und dann damals, das ist einfach nur ein Rückblick, wäre es eben gut gewesen, Top-Aktien, Top-Aktienfonds zu investieren, wie Berkshire Hathaway, die dann eben im Vergleich zu Gold ungeheuer billig waren. Und dann war auch schon die Gold- und Goldaktien-Rallye vorbei. Und ja, man muss es einfach als Vehikel sehen, um Top-Aktien und Top-Fonds einfach kaufen zu können. Goldaktien, wie gesagt, nicht vergessen, ist ein kurzfristiges Investment. Es wird einmal eine Eruption gehen und alle überraschen. Einige Male gibt es eben bei Goldaktien auch 1000 Bäcker vorbei. Das ist so extrem, wo zum Beispiel Microsoft 40 Jahre zu gebraucht. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das kann passieren, dass man die trifft, ist unwahrscheinlich, aber man kann es versuchen. Man kann sich dem annähern in dem Boom. Also so kann man eben Finanzmittel erzeugen, wenn alle im Gold- und Silbersektor sind und die normalen Standardaktienmärkte und so vermutlich unter Kapitalknappheit leiden. Wenn man dann reinvestiert, seine Goldaktien und Goldgewinne in Top-Aktien, das ist sozusagen, wäre damals rückblickend der Stein der Weisen gewesen. Also 50 oder 43 Dollar hier unten, mal eine Verhundertfachung Goldaktien und dann Berkshire Hathaway hätte sich für 228-fache, hätte dann bis 1999 eine Million gemacht. Einfach nur mal eine theoretische Rückblick. Ja, entscheidend ist auch für den Verkauf oder für das Verlassen des Gold- und Silbersektors äh, die News. Also es gab am 13. August 1979 den entscheidenden Artikel, wo hier stand, The Death of Equities, der Tod der Aktien. Ähm, ja, das ist die endgültige Kapitulation von den Medien nochmal manifestiert. Das gab es bis jetzt immer. Die Masse liegt immer falsch, die Medien auch. Ob bewusst oder unbewusst besteuert, es ist so. Sie sehen das hier. Am 13. August 1979 war auf der anderen Seite der absolute Beginn des Bullenmarktes, eines 20-jährigen Bullenmarktes, der dann bis 1999 angeht. Berkshire Hathaway, ich hatte Ihnen das gezeigt, ist um 286-fach gestiegen, Microsoft um das 1000-fache oder so. Ja, also, wenn Sie das sehen, wenn die in den Medien stehen Meldungen wie der endgültige Tod der Aktie ist gekommen, Aktie hat keinerlei Zukunft mehr oder sowas, ist das wirklich ein Weckruf, dass den Gold- und Silbersektor verlassen müssen und sich traditionellen Investments wieder zuwenden müssen. Also das sind die Lehren hier aus den 1970er Jahren. Bin wirklich gespannt, wie der Artikel von Bild oder Business Week, wenn es das noch gibt, oder sonst wem, oder Economist aussieht, wenn der Gold-Höhepunkt erreicht ist, sozusagen.
Ja, hier vielleicht nochmal, das ist die Gold- und Silber-Rallye. Das heißt, Gold und Silber, Entschuldigung, Gold- und Standardaktien Dow-Rallye, Ratio schwanken stark zueinander. Und immer wenn es hoch ist, sind eben normale Standardaktien gut bewertet und Gold niedrig. Und wenn es unten ist, ist Gold hoch bewertet. Und wie Sie sehen, sind wir auf einer Reise zu so ganz, ganz unten. Das heißt, Gold wird sehr, sehr, sehr viel mehr wertvoller und Standardaktien implodieren im Wert. Es gibt Leute, die sagen, es implodiert um 99% gegenüber Gold. Und wer weiß, wie viele Aktien dann auch noch ausfallen. Also das wird eine ziemlich schwierige Sache für die ganzen ETF-Investoren. Und was sich alles am Markt gebildet, ich denke, die werden komplett ausradiert und keiner wird mal über Aktien sprechen wollen. Könnte ich mir am Ende so vorstellen. Und alle nur noch bei Gold und Silber, was dann genauso falsch ist. Das ist einfach so. Ja, jedenfalls 1980 konnte man für 500 Unzen ein Haus Silber, ein Haus, Standardhaus erwerben. Das waren eben damalige 25.000 Dollar sozusagen. Aber das ist ja eigentlich, Moment, 500 Unzen, jetzt mal 20, 25. Aktuell würden sie dann würden diese Silberunzen, würden sie also jetzige 12.000 Dollar zahlen. Da sehen Sie, wie billig Silber ist. Und denn diese Dollar von 1980 waren ja wesentlich viel mehr wert. Das ist einfach unglaublich. Ja, jedenfalls, Sie sehen, die meisten Statisten glauben, dass die Vermögenswerte wie Aktien und Häuser noch weiter runter sinken als 1980. Also können Sie damit rechnen, dass Sie ein Standardhaus vermutlich für 200 bis 300 Dollar kriegen. Vielleicht sogar noch niedriger, denn Eger von Greyerz hat auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass eine Unze Gold, dass man da 10 DAUs bekommt. Äh, also Und das würde dann eben für die Häuser dementsprechend sein. Ja, auch meines Erachtens, nochmal eine 90% Abwertung. Also dann würde das vielleicht bedeuten, wenn das mal hochschlägt, kann man kaum, dann würde man sagen, wir bekommen irgendwie für 25 bis 50 uns ein Standardhaus an dieser extremen Situation. Naja, lassen wir uns überraschen. Das sind bestimmt keine guten Zeiten, das muss man sich auch bewusst sein. Das sollte man sich nicht wünschen. Aber wir machen hier uns geht es hier nicht um Wünschen, auch nicht um Angstmache oder sonst was. Wir folgen den Charts. In den Charts liegt die Wahrheit. Das ist einfach so. Fazit. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen ist der Key. Also, wir wissen, dass in diesem Gold-Boom-Markt Gold auf 8.000 steigt und Silber auf ca. 300. Das sind die maximalen Werten, die aber nicht lange oben bleiben müssen in dieser Preisregion. Das ist der negativste Punkt, der erreicht werden kann für die Weltwirtschaft, weil alle anderen Werte dagegen implodieren werden. Also müssen wir so viel davon generieren, weil wir auch nicht wissen sein, ob aus den Banken irgendwas auszahlen kann, ob das funktioniert. Man muss eben selbst Bank sein. Das ist in dieser Krise so. Ja, wie generiert man mehr Gold und Silber? Wir investieren in unterbewertete Goldaktien, die, wie ich ja gerade aufgezeigt habe, teilweise um das 100-fache besser sich entwickeln können als Gold selbst. Das heißt, wir nehmen hier irgendeine Goldaktie, investieren 200 Dollar, hoffen im dass es ein Mittelwert in diese Goldaktien-Rallye, einige werden weniger performen, einige mehr, wir für 25-fachung durch die Goldaktien kriegen. Und das setzt uns imstande, mehr Gold und Silber zu kaufen, aber weil dann noch nicht die Maximalwerte erreicht sind, erhöht sich die Kaufkraft vielleicht auch noch um das Vierfache. Wenn das passiert ist, kann Gold und Silber nicht weiter steigen. Das ist ein maximaler Pivotwert, der von einer großen Implosion gefolgt ist. Deswegen müssen wir uns ab irgendeinem Punkt auch da vorbereiten, wie wir diese maximalen Gold- und Silberwerte ausnutzen und in klassisch investieren. Topfonds, Topaktien, Häuser, Firmen. Also ich stelle mir das ungefähr so vor. Ich vermute mal, dass die nächsten 6 bis 8 Monate haben wir eine Goldaktienrallye. Wir können mehr Gold und Silber kaufen. Ich persönlich würde nicht alles in Gold und Silber investieren, aber nur so trotzdem sehr hohen Wert, 95%, weil man eigentlich erwartet, dass das Bankensystem mal für eine Zeit steht. Und dann ist man doch sehr in Panik. Für das andere würde ich, wenn jetzt die Goldaktien hoch in 6, 8 Monaten entwickeln, würde ich mich weil man logischerweise, weil wir dann ja auch gewonnen haben,
und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, würde ich dann alle Energie drauf setzen, mir die besten Newsletter hinsichtlich ja, Zukunftsaktien und Aktien allgemein äh, zu kaufen, zu abonnieren, um dann herauszufiltern, was hat denn auf Sicht von 15 bis 20 Jahre dann eine große Zukunft, dass wir die neuen Trends eruieren können. Ähm, Obwohl dann Gold krisenmäßig vielleicht noch schwankt, diese Maximalwerte erreicht, Goldaktien, aber wenn die in dem Dollarbereich sind, sind die zu anfällig. Dann kann man nicht mehr darauf hoffen, dass sie 10, 20, 30 Euro gehen. Gehen sie vielleicht, aber es sind auch keine überproportionalen Gewinne mehr. Wenn die Goldaktien-Rallye vorbei ist, beginnt für mich das Suchen rein theoretisch nach 1000 Becker Tech-Aktien der Zukunft, den Zyklus dominieren. Und das wird schwierig. Und mir ist bewusst, dass die Banken dann geschlossen werden kann, werden wir vielleicht aufgemacht. Aber weil wir nur mit 5% investieren wird und immer nachinvestieren und nur auf die Maximalwerte von Gold und Silber warten, um dann reinvestieren zu können in Zukunftstech-Aktien, ist das nicht so schlimm. Also so würde ich das machen und so ist es auch gemeint. Das heißt, diese 200 Dollar jetzt in Goldaktien, verfünfundzwanzigfachen Sie jetzt mit dem Goldaktienboom, vervierfachen Sie mit dem Gold- und Silber-Maximalwert von 8.000 Dollar und dann reinvestieren Sie, so wie es zwischen 1980 und im Jahr 1999 Berkshire Hathaway um das eben 270-fache gestiegen ist. Und viele tolle Standardaktien sind dann so billig, dass sie das nur in der Erholungsphase auch schaffen. So, und das ist meiner Meinung nach die Antwort auf die Verzerrung, die wir im Augenblick haben und davon maximal, idealerweise maximal profitieren. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Aktien, diese Gold- und Silberaktien zu identifizieren, die diese hohen Potenziale, großen Ressourcen haben. Das Ganze ist sortiert nach Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Exit-Strategie ist auch dabei. Wir beschäftigen uns eben teilweise schon, was kann man eben, nach diesem Goldaktien, Goldboom, wie kann man sich da aufstellen? Und ja, also wenn Sie sich dafür interessieren, für den Report, finden Sie da mehr Informationen bei YouTube unten im Anhang. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte weise ich gerne darauf hin, weil die mit Abstand am günstigsten physisches Edelmetall kriegen. Die sind wesentlich deutlich günstiger als die meisten Händler, besonders als dieser eine Händler, der immer auf YouTube sehr stark äh, sichtbar ist und im Grunde genommen überteuerte Edelmetalle anbietet, dramatisch überteuerte Edelmetalle. Und das darf man meiner Meinung nach nicht akzeptieren. Diese Preise, weil für diese überteuerte, für diese Differenz, also ich hatte das heute mal mit jemandem kalkuliert, das werde ich vielleicht noch die Tage mal schriftlich mal wiederholen. Also 1 Kilogramm Gold kostet Silber kostet ungefähr bei dieser Einkaufsgemeinschaft derzeit 733 Dollar und derjenige verlangte 1160 oder irgendwie so. Das heißt 400 ähm, Franken oder Euro mehr. Einfach unglaublich. Und das sind genau diese 400 Franken, die sie jetzt schon investieren könnte in Goldaktien, die extremst unterbewertet ist und sich dann noch wesentlich mehr Gold und Silber kaufen können. Es macht keinen Sinn. Also schauen Sie, dass Sie kein überteuertes Edelmetall haben. Das ist auf alle Fälle eine gute Quelle und man kann da auch größere Mengen relativ elegant mithandeln. Also man kann da überweisen, dann wird das Silber in der Schweiz mehrwertsteuerfrei eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Man kann sich es ausliefern lassen, man kann es aber auch intern ohne eben diese Mehrwertsteuer verkaufen, dafür Gold kaufen und sich dann auszahlen lassen, dann kommt man ganz um die Mehrwertsteuer rum. Das darf man nicht vergessen. Ja, einfach meiner Meinung nach eine Alternative zu überteuerten Angeboten. Weil mit dieser Angst, die am Markt ist vielen Leuten nicht bewusst, dass es wesentlich überteuert ist und mit diesen Ängsten werden diese Panikkäufe ausgelöst und das darf nicht sein. Also gucken Sie sich, falls Sie vor Edelmetallkäufen stehen, gucken Sie sich dieses Unternehmen an und um günstig an physische Ware zu kommen. Nur zu den Brokern, nur wo ich mitarbeite, FlatEx, Giro, kann man eben am Toronto Stock Exchange handeln. In meiner einheimischen Börse ist immer am billigsten zu handeln.
Und Swissquote ist halt in der Schweiz, wo Sie auch mit nicht Schweizer Wohnsitz ein Depot eröffnen können. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das inhaltlich soweit gefallen hat. Ja, vielleicht die Glocke betätigen, werden Sie sofort informiert, wenn neue Videos kommen. Vielleicht auch ein Like geben, das würde, wenn Ihnen das soweit natürlich gefallen hat, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.